Allerherzlich willkommen hier zu des Gottesdienst, des Herrn Tisch, wo wir alle satten und eten. Ne? Speise zu uns nehmen, so wir singen in das erste Lied, dass der Herr uns doch noch eine Speise geben, am wieder zu gehen durch den Tag, durch uns Leben. Zu der Begrüßung kann ich mir hier den Vers lesen aus Galater 1, Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christi. Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, auf dass er uns errettete von dieser gegenwärtigen argen Welt nach dem Willen Gottes und unseres Vaters, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So ein wundervoller Gruß. Die Gnade und der Friede macht mit uns sein. Das ist mein Gebet auch. Und uns Gebet alle, dass der Herr sich von Tag vermehrt, wahre bezeugen wird und uns geben, was wir bedürftig sind. Ja, was Hij al een schijne morgen. Hij al een test gehad vandaag 's morgens. Een prüfung gehad. Ik had een prüfung. Wo ik dem praten, wat der werk mir een paar Mal gesagt hat, dat nu endlich een zondag 's morgens, der würde mir vielleicht thuis treffen. En ik weer nog niet durch met mijn aanleiding maken en wat wil ik dat doen? We horen bij de week terug een wertvolle aanleiding op onze diakonmeeting van barmherzig zijn en van, ja, wo doen we dat? Wo stellen we ons op wanneer een praat op een hoofd komt? Wanneer dat einer weite kommt, bloß wegen Geld und einer feilt gleich so, dass das unbedingt bloß das Rechte erst dem Geld geben. Aber Dankeschön für Ihre Gebete und ich vertraue Gott wird geben. Meine Überschrift von Tag ist Respekt. So ich kann das da kurz anwenden, auch an dem Prachen, nicht? Sie ich respektvoll, wenn ich auch so viel, ich habe euch Zeit, rüber so dass wir da auch eine Futz können mich prüfen, sie ich respektvoll. Was meint Respekt? Ich kijk das ab in Wörterbuch und da sehe das Achtung. Achtung, ja, was? Gebe ich Acht auf den Nächsten, gebe ich Acht auf Jünd, sehe ich respektvoll Jünd gegenüber, von jung bis alt. Wir finden viel Beispiele in der Bibel auch davon. Wir alle beide Seiten bekijken von Respekt oder respektvoll oder respektlos. Du hast einen Unterschied. Das erste dreimal kijken wir noch Matthäus 25. Matthäus 25 haben wir ein Gleichnis, wo wir dort sehr klar sehen können, von was Respekt ist oder was ist respektlos. Matthäus 25, Vers 14. Gleich wie ein Mensch, der über Land zog, rief seine Knechte und tat ihnen seine Güter aus. Und einem gab er 5 Zentner, dem anderen 2, dem dritten einen. Einem jeden nach seinem Vermögen und zog bald hinweg. Da ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann andere 5 Zentner.
Desgleichen der 2 Zentner empfangen hatte, gewahren auch andere 2. Der aber einen empfangen hatte, ging hin und machte eine Grube in die Erde und verbarg seines Herrn Geld. Wonen wir respektvoll. Die erste 2. Die eerste 2 die weer respektvol met dat geld om te gaan van haar. Die trok über Land, sie wusste, das ist hier nicht dichtbei, aber danach, was deden sie? Sie wucherte damit. Sie werden respektvoll und schaffte damit. Aber das eine, der hat 1 Zentner gekriegt und er wucherte nicht mit. Er schaffte nicht damit. Er ging und grof den Unja. Er war respektlos zu dort. Ich glaube, je wordt het de einzige Stadt zijn wo hij respektlos wordt zijn geweest. Je wist dat wat hij van karakter had, nee? Zijn karakter weer respektlos. Mensen waren getroffen, die waren ook dat gemaakt hebben, nee? Wat nog meer steden zijn geweest. Wo hij respektlos weer onder mensen heen eeuwen en zo verder. Wo je het aanstaat. Met dat wat God ons aanvertrouwd heeft. Jo, wie weet dat? Ons heeft dat van klein aan geleerd. God ziet alles, God hielt alles. Maar doch eenmaal dan denkt we zo, oh, nu zit me doch keiner. Nu word ik zo of zo, nee. Ik krijg met geld er andere dingen. Door niet respektvol zijn. So, wat is de onderscheid in deze wat we hier lezen deden, in dit gelijkenis? Vers 21 sagt dort, ei du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Dit wordt today wat respektvol zijn. Wat respektvol met dat geld omging, door met schaffen deden, die kreeg je dit te horen. Vers 30. Und den unnützen Knecht werf in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen. So ein großer Unterschied. So macht den Unterschied. Sehe ich respektvoll zu Gott oder sehe ich respektlos für Menschen? Weil wenn ich die Menschen sehe, dann sehe ich ja Gott. Wenn Gott hat uns Menschen gemacht, sie sind sein Ebenbild. Wenn Gott auch nicht persönlich hier ist, aber er ist im Geist hier. Aber er sagt doch, alles, was wir dem Nächsten antun, das tun wir auch ihm an. So, wenn ich dem Nächsten verachte, ich spott über dem, oder ich lache über dem, oder ich mache einen Spaß von dem, dann tue ich das über Gott. Und wir wollen aber nicht. Zu Gott wollen wir nicht, na, dann wollen wir die anderen Menschen nicht. Philipper 2, Vers 3 und 4 sagt das, wo Jesus gesandt wird. Aber ja, so soll wir gesandt sein. Gerade vor dem, der 5. Vers sagt, dass ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. So, wo wir Jesus gesandt, dort fingen wir dann wieder. In der 3. und 4. Vers, nichts tut durch Zank oder eitler Ehre, sondern durch Demut auch der eine den anderen höher denn sich selbst. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. So dort ist Jesus gesandt wir. Und so soll wir auch sein. In so vielen Städten kommt das drauf an. Nicht? So viele Städte wird uns getestet, gerade mit das.
Kijk wie bloß naar ons, als er bloß een genade voor mij, of als er een andere, voor den anderen zijn genade ook. Bloß krijg, dat skwijt bloß den ascher zijn genade, dat hij junt in verre krijgt, zoals je vandaag van haar hoort. Dat bewezen haar. Dankzij daarvoor. Dat wies den respect te den ascher. En niet je wil de ascher geven respect, hij wil niet bloß voor zijn genade, we zullen alle een genade hebben. Dat is wat hij dat deed. En zo de verzinger. De verzinger geeft de nummer aan en we respecten dat, we maken het boek op en wanneer we zelfs gezondheid hebben en ja, dan zingen we met, dat wist respect. Wanneer we respectloos zijn, nou, dan neem ik me vielleicht naar een boek, aber wo immer ik dat heel maak, niet in onderscheid, en dan rutscht me een beetje doel. Nou, dit leidt interesseert me niet, zeg ik. Nou, dat is respectloos. Oder de prediger, de predigt, nou, dat is zo langwierig met de predigt. En währenddessen mag men niet zien wat is zegt en zo wieder. En wanneer du den prediger zijn kan, dan kan de prediger die ook zijn. En wanneer du respectvol bent, dan lässt du dem ermunteren. En wanneer du respektloos bent, dan lässt du den onderdrukken. Zo, we zullen zijn wat dem nächsten goed is. Kijk hier een boek, junger man, zij sterk. Wat wij janken mij wat verbrengen ook daarvan. Einen respektvollen Charakter entwickeln. Zodat es nicht bloß irgendwo beim Geschäft gehen und kaufen dort, den Respekt, dann haben wir den da. Der muss entwickelt. Wir müssen da was mit tun. Prüfe dich ein wenig. Nenne die Personen mit einem respektvollen Charakter. Zo'n langzamer voren. Ik moet Kleider moet breken. En ja, dit is een langzame oude man. Hij voort zoals wanneer hij nog den ganzen dag tijd heeft. Kleider voor hem dichtbij voorbij. Ja, ganz dichtbij. Weer dat respectvol. Vreemd de rand naar de deur, naar de stuurdeur. Een oude man die hinkt naar de deur en vreemd die maakt de deur op en hield de deur op met das oude man de deurtje, das krepelde deurtje gaan weer. Waarom kommst du nicht met vandaag, vroeg Harry. Mijn papa zei, ik zal vandaag over thuis blijven. Wat? Vroeg Harry. Wanneer mijn papa mij zoon zei dat ik zal thuis blijven, wil ik weer stil. Richard lacht. Hast du den oude man da op de andere zijde gas ook gezien? Wo hij zo toebrengen moet, zo krepelig gaat en zo langzaam. John, de ging naar de kerk, ging hij ook naar een krans andere jongens. En dat weer hastig stil. Lester, die kijkt een beetje naar zijn partner, dus Mike, klinkt een beetje toe en dan lachte ze. Zo viel John zich. Calvin
de buksten onder jong Aaron, dan een zied aan en wijs hem een blaadje. Aaron, die mögt sich da nicht wat uit, sondern hij horcht nur den Prediger wieder. Calvin, die sloeg zijn arm zo taub en rutscht zich dool op een bank en wie zat als het staat. Dat is steed van de bedrunkenen. Dat zo'n arme, zo'n pracher, zegt Curtis. Maar der heeft een ziel, Christus, ik en du, zegt Wayne. Ik geloof, je hebt alle klaar bij deze uitdrukken, deze korte gestjes. Wonen je worden tekenen, wonen respectvol weer en wonen respectloos, niet? Zo en zo is dat met mij en met die. Ook zoveel mogelijk kunnen ze dat zo hastig zijn aan mij als ik respectloos zie of respectvol. We willen allen een respectvolle karakter hebben. Zo, dan brukt dat we daar even doen. Dan brukt dat te zijn dat, ja, een man die heeft zijn schwierigheden weer te komen en dan schwinnen aan de deel ophouden voor hem, maakt zo'n grote onderscheid. Dan hebben we gecheckt, wat fehlt dem Nächsten en steht wat. Dat brukt vielleicht 5 minuten voor mij door te staan en te luren bij de onkel door is. Maar dan hebben we wat groter gedaan. Respect is attractief. Respektlosigkeit is een aanstoot, abstoßend, dat bereikt doel. Nu gaan we nog samen in de Bijbel kijken. Wat we respectloos weer tegen God, of ook respectvol tegen God, voor God. Eerst schrijven we 1 Samuel 15, vers 3, hebben we van Saul, dat is een bekende geschichte, maar hier zien we dat zeer klar. 1 Samuel 15, 3 sagt, so zieh nun hin und schlage die Amalekiter und verbanne sie mit allem, was sie haben. Schone ihrer nicht, sondern töte Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamele und Esel. Alles anbrengen, alles doelbreken. Niks terughouden. Dat is wat God zegt. En dan vers 9. Aber Saul und das Volk verschonten den Agag und was gute Schafe und Rinder und gemästert war und die Lämmer und alles, was gut war und wollten es nicht verbannen. Was aber schnöde und untüchtig war, das verbannten sie. So ja klar, ne? Saul hat nicht einen Respekt für Gott. Dat heeft God gezegd en dat moet ik ze doen. Dat is ook gedacht, te schoot. Die schmakken schoep en die schmakken rinder, wat immer da wir. Maar ik den König hier, den verschonde ze niet. Oder den Agag. Ja, sie zullen alles aanbrengen, ze deden niet. So, dit hat ook Folge met zich. God deed am voetstrofen, vers 30. Oké, dat is, vers 23.
Denn Ungehorsam ist eine Zauberei-Sünde und Widerstrebenes Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht König seist. Door dat gelijkenis hadden we eerst al, wat er ook zo'n grote onderscheid weer op de Folge van respect door weer zegen. Kom het Herr ihr Gesegneten, ne? En te dem wat er respektlos wie was, goed en smiet hem in de finsternis nemen. Sollte wir respektlos, hij horcht nicht nur Gott. Hij acht nicht ab dort, was Gott gesagt hat, en dadurch wordt hij zijn, verloor hij zijn koninkrijk. Ja, de koninkrijk kan niet meer in zijn hand zijn. Jona, nou no Jona bladeren. Jona 1, ook een zeer bekend. Eng, zeer bekend. Waar God Jona zegt, hij zal gaan. En Jona, die acht niet op dat. En daar moest God hem ook straffen. Jona 1,2. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist heraufgekommen vor mich. Das wäre der Befehl, was Jona soll tun. Er soll nach Ninive gehen und predigen. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte gen Tarsus. Und kam hinab gen Jaffo. Und da er ein Schiff fand, das gen Tarsus wollte fahren, gab er Vergelt und trat hinein, dass er mit ihnen gen Tarsus führe vor dem Herrn. Er acht nicht. Er wird nicht respektvoll ab dort, was Gott sieht. Gott sieht zu ihm, er soll gehen und predigen, und steht dort, er dort deed, ging er weg, in jene Richtung und fuhr ab dem Wasser ab. Und das ist uns bekannt, was er dort begegnet. Sie begegnete durch Schwierigkeiten mit dem großen Sturm. Und schließlich wird ihm ein Wasser hineingeschmiert und dann wird er 3 Tage und 3 Nacht im Fisch. Und das dort ist, immer wieder dann sieht Gott, war er zu ihm nicht gehen und Ninive. Nu jenken. Je muss eerst een zware schuld erg voor hij weilig weer te gaan. Weer niet respektvol, niet acht. Hij gaf niet achtung op wat God zegt. 1 Mose 39. Ook zeer bekend eng. We willen vandaag hier dit eng krijg om uitnemen, krijgt den respect van Jozef. 1 Mose 39, Vers 9. Und hat nichts so Großes in dem Hause, das er vor mir verhohlen habe, außer dir, indem du sein Weib bist. Hier wordt Jozef verzocht van deze vrouw. En dat is wat hij door zei, dat de koning heeft hem de autoriteit gegeven over veel, maar over die, zijn vrouw, heb ik niets te doen. Wie sollte ich denn nun ein solch groß Übel tun und wider Gott sündigen? Hij weet alleen in de Fremde van bekende wereld China. En dan stond hij zich dit aan. Zo respectvol wie hij te God, dat hij zegt, wo kan ik geen God zingen? Während hij daar ganz alleen in de Fremde weer.
zo'n respektvolle karakter hat hij al entwickelt. Wie sollte ich denn nun ein solch groß Übel tun? In veel Versuchungen, wo wir hinkommen, so wie uns das auch fragen. Ne? Wo wird ich gegen Gott singen? Habt ihr so viel getan für mich? Ist mein Herr, mein Gott, was mir erkauft hat, und wo wird ich nu gegen Gott singen? Wo wird ich nu mal respektlos sein und gegen Gott singen? Daniel, habe ich auch sehr klare Bilder davon, dass diese Jünglinge, die haben auch al Übung gehabt an. Daniel 3,17. Sie werden ook für eine Probe, sie zullen ook das Resultat doorvallen en dat grote Bild aanbeden wat God gemaakt hat, wat hij had laten afstalen, wat de koning had laten afstalen. Dat zullen ze aanbeden, dat of God, of dat grote Bild. En dan zei ze in 17. Vers, siehe, unser Gott, den wir ehren. Wat zegt ons dit woord ehren? Den Gott, dem wir ehren, dat is een diepe Meinung bijna, ne? Dat is een Verbindung. Dus der Respekt kann uns wohl erretten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von deiner Hand erretten. Und wo es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren, noch das goldene Bild, das du hast setzen lassen, anbeten wollen. Nicht von dort sei nu wurde, dort Bild anbeten. Wen wie ehren den lebenden Gott, wat uns kann davon bewahren, von den glähenden Oven. Dort hat er sich ganz klar, und wenn er das nicht wird wählen, dann soll er das danach weiter, sie würde das Bild nicht ehren. Sie haben Respekt für Gott. Und dann Lothar Daniel kriegt so, im 6. Kapitel, Vers 17 und 18, da befahl der König, dass man Daniel herbrächte, und sie warfen ihn zu den Löwen in den Gruben. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Okay, das ist noch nicht der Vers, was ich sehe hier. Vers 11. Daniel saß auf. Erstens. Als nun Daniel erfuhr, dass solch Gebot unterschrieben wäre, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Saal offene Fenster gegen Jerusalem. Und er fiel des Tages 3-mal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er denn bisher zu tun pflegte. Daniel, der hat all Eier dort. So, er bet, er hat dort 3-mal den Tag ging er beten. Und diese Menschen, die dort noch streben, dat gesagt zijn im Grunde te kriegen, dat ze zullen bloß den König aanbeten, nur dem wordt vragen en steht 6 wordt. Als Daniel dort erfuhr, dat uns dort geschrieben wird, danach ging er, zoals hij dat gewarnt wird. Hij deed zijn God eer. Hij deed zijn God respecten voor wat hij deed, voor wat hij is. En we weten dat hij door manke levens gesmeten wordt.
En Gott deed hem daar helpen. God raadde hem nog door van de levens. Dat weer de volgen van dat hij respectvol was. Dat hij God ere deed. Nieuwe Testament, kijken we nog naar Petrus. Lukas 5, vers 5. Hebben we kurz gehört in Sinnerschule. Ja, Lukas 5, vers 5. Und Simon antwortete und sprach zu ihm. Das meinte Jesus. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Ze hebben dat ook sehr klar, dat Petrus als een geleerde Fischer, hij had kunt ook plus dat klar had, dat helpt niet. En ik acht niet op die kans niet van Fischer, wo wil ik die nu horen? Petrus zegt anders. Petrus had een andere instelling hier. Hij zegt Jezus dat nog. Für mich ist das ganz nutzlos, was du nu gesagt hast. Aber, was sagt er? Mit dem Respekt sagt er, Herr, auf dein Wort. Eine feine Liebe für uns von da. Gott uns sagt, dat rejant te doen naar Jobbed. Jezus, dat helpt, ik heb al zoveel mal dat gedaan en dat helpt niet. Waar we Achtung geven, waar we respectvol zijn, een respectvoller karakter hebben. Zu Gott, en ik zeg eerst al, dat wat we te mensen doen, dat doen we ook God aan. Maar respect voor de ouderen. Wanneer hield dat op? De respect voor papa en mama. Dat hield, zolang als we leven, hield dat niet op. Ik heb al veel uitgegeven. Ja, de ouderen die zijn al lang dood en dan wordt er gelijk altijd over gereed. Is dat papa en mama eren? Nee, dat is niet. Als dat respectvol zijn, papa en mama werden niet volkomen, maar danach waren we respectvol van hen te reden. En in ere houden. He? Wie dat zegt, Ehre Vater en Mutter, zolang als ik leef, is dat mijn verantwoording, mijn opgave, dat verlangt God dat van mij, dat ik mijn papa en mijn mama ere wil. Want zij dan kunnen wel lang weg zijn. Respectvol zijn. Te de ouderen en gehorchen, Achtung geven. En zo is dat niet helemaal voor het klaar, nee? Waarom kinderen en jugend vandaag, je is dat vielleicht veel meer klaar, waarom zei papa en mama nu vandaag vast niet meer, nee? We zijn zo dat später niet vast vandaag niet meer, dus dat is een jong dat ging. Hij werd respectvol en blijft thuis, want de andere zijn vriend dan ook, der was kritisiert. Nee? Maar om de ouderen te eren, respectvol te zijn, dan hebben we ook de vrijheid, hebben we een respectvol vragen, papa, waarom zo staat? En dan kan papa dat respectvol erklären. Nee? Wanneer ik dan voets respectloos zie, en zei voets, nou, ik wil niet thuis blijven. Dat is respectloos tegen God. Kinderen, je bent jullie ouderen kinderen. En de ouderen die verzekeren jullie
abzutragen in de Furcht des Herrn. En dan brukt het dat de kinderen ook respectvol zijn. En krijg zo in de school. Vielmaal is het niet wegen den leraar. Bloß wegen de leraar ze denkt, nou dat is wegen mij, zal je dat nu zo doen. Nee, de leraar die kijkt ook naar wat is voor de meerheid goed. En dan, vielmaal hebben we dat niet verstaan, maar wanneer we dan door Achtung abgeben, door respektvol zijn, krijgen we een zegen. Euer Lothar. Wir haben die Vers noch einmal lesen uit Philipper 2, Vers 3 en 4. Nichts tut durch Zank oder eitle Ehre. Nicht? Ich will nicht geirrt sein. Ich tue das nicht wegen mir. Ich tue das wegen Respekt gegen Gott, Respekt gegen Menschen, Respekt gegen die Älteren und andere Menschen, was immer nicht. Ich tue das nicht wegen meiner Ehe. Nichts, sondern durch Demut, durch Respekt, achte einer den anderen höher denn sich selbst. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was das andere ist. Und so aufhaben, wo kann ich dem Nächsten ein Segen sein? Wo kann ich respektvoll sein zu dem? Wir alle wieder gehen für die Botschaft. Und ich frage nur Dulchnei zum Gebet, wo das passend ist. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du Brot des Lebens hast, dass du das gegeben hast und dass wir dir erquickt worden. Und Herr, wir danken dir, dass du redet hast und magst du wieder zu uns reden. Wirst du mit deinem Geist unser Hort auch wieder auftauen und dass dein Wort in unser Hort kommen und dass wir Frucht bringen. Für dein Reck. Ja, Herr, wir beten auch für Bruder Gerald, dass du ihm uns Gelotenheit geben und dass du uns mit deinem Geist leiden und führen, die Botschaft bringen und dass wir aufmerksam horchen. Ganz besonders beten wir, dass wir auch einen respektvollen Charakter haben. Checke Wort nach dem anderen zum Sehen ist, nicht für mich. Herr, wirst du uns den Sehen in diese Verrede. Herr, sie beten auch für so, was nicht konnte zurückkommen, wegen Krankheit, andere, was nicht konnte, Herr, wirst du so auch dich beisein und auch trösten, und auch eine Seelenspeise geben, auch all die Trostbedürftige, was da sind. Ja, Herr, wir danken, dass du groß bist und dass du jeder einem weiß, was empfehlen hat. Herr, wir danken für diese Alleinheit, was wir können, Herr, top zu kommen in dein Wort, zu hören, die zu loben, die zu preisen. Es uns Gebet auch wieder, im Namen Jesu. Amen. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above, and just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayerful yearning, as your heart unto heaven is turning, you will find a little talk with Jesus makes it right. Sometimes my path seems drear, without a ray of cheer, and then a cloud of doubt may hide the light
the starry skies. But just a little talk with Jesus clears the way. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayerful yearning, as your heart unto heaven is turning, you will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayerful yearning, as your heart unto heaven is turning, you will find a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our troubles. He will hear our faintest cry, and he will answer by and by. Now when you feel a little prayerful yearning, as your heart unto heaven is turning, you will find a little talk with Jesus makes it right. Door nu wel nog einleid zingen, en omdat ik dat niet zo einkandig hier, dan wou dat met junt heb zingen. Zo stoot alle op, en dat leidt als naar de eerste grande komen toe. Dat jij vielleicht alle uitwendig zingen. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que puede hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Lieve Schwester, lieve vriend, ik wens je ten eeuwig Gottes en zijn vrede van des morgens. Zie, we al een pauze aanspraak gehad over het thema respect.
Dat bruk we gaan waren, dat bruk we, dat we wel alle dagen respect even niet. En dan hebben we passende leider gehoord, leider van een groep jonge mannen. En ze zongen van, ha, een klein gesprek met Jezus, reden met Jezus. Manchmal over zij reden, aber veelmaal in kleine bed maakt een zeer grote onderscheid. En de tweede lied zongen ze en dan wordt het zich kerk müde. Wanneer we dat kleine gesprek hebben met dem Herrn, dan wordt de kerk müde, dan wordt het wat doen in de kerk. Dat is wichtig. Dat is wat we een bulletin hebben. Die Nachfolger Jesu kreuzigen sich selbst, nicht andere. Verlasst euch auf den Herrn ewiglich, denn Gott der Herr ist ein Fels, ewiglich. Wir haben als Botschaft hier von Bruder Gerald. Bruder Arden hat von der Botschaft van de LGMC-kerk. En mijn nummer staat hier voor nächste zondag. Te dag plannen we een Dyna-meeting te hebben bij je Schwester Ervin en Mina Diak. En dag sowieso veel veracht, wel we een Bibelstund hebben. We hebben dat wieder gesagt van een werk naar de andere. En dan wordt het allemaal dit werk dat twarsen zijn, wanneer niet Jugendsingstunden is. Als dat de werk wordt, is allemaal familiezingstunden weer. En zodat dag avond, en het zegt, brengt Nederlands met, en dat thema, de schriftversen zijn uit Epheser 2, van vers 11 bij 22. Oké, en dan is er een gebetsschwesternabend voor de zestre, gebetszestre, als te medwerk den 5. februari gepland. En van kranken hebben we een vol van laatste nacht, Bruder Ervin kreeg ja als een hospital gebracht, een getuimag, niet? So. Hoffentlich schickt sich het bald waren. Het leven wordt dat trouble vielleicht. Weet niet krijgt wat het staat. En dan und ja allgemein ist ein Unterschied, da sagt dort das Seminar Finding God in the Midst of Our Grief. Gott finge Mädelmankans Trühe von Mark Kaufmann aus Indiana wird an den Abenden vom 10. und 11. Februar geplant. Er hat seine erste Frau durch einen Sterbefall abgegeben und wurde mit 5 Kindern alleine gelassen. Dadurch hat er ein mitleidiges Herz für schwer Betroffene und möchte gerne Rat und Hoffnung durch ein paar Themen weitergeben. So, Mark Kaufmann ist ein Schwersinn und Duftweber von Oklahoma. Und er hat dort belebt, dat hij zijn vrouw afgegeven heeft. En hij blijft met 5 jonge kinderen. En hij is een wat treurig ervaren heeft. Zo we hadden gelegenheid om hier te hebben. Hij is ook een wat bij Fresh Start geconsult heeft. Zo, je hebt vielleicht een beetje samen ook dat vielleicht een onderscheid te weten. En daarmee valt me ook bij dat we de laatste werk van zijn schweermame hier hadden, dat hij ook krank is, want je doet wiepje, waar we kan die denken. Nog 6 wat te zijn, bekend te merken. En ik dan go we even naar de boodschap.
Friede sei mit euch. Wir haben einen schönen Vers in Epheser 1, Vers 2 sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ja, wir sind all gesegnet worden mit Verried, mit Lieder singen, in Kurzstütze mit Jesus reden, dann macht es war aller gut. In mocht die Botschaft bloß dort wieder bestärken, so ein Start. Kurzstütze mit Jesus taub sein, dort macht es war gut. Weil, wenn sie bloß ein Kurzstütze, aber da ist so viel Beine an nur Jesus kicken. Und weil wir dort leben, weil wir dort immer weiter brücken, dort nicht uitloten. Erstens will ich nur Dankeschön sagen für die Gebete, wer einmal du hast an gedacht, dass wir das Weekend nur dort angeführt, dort mit der Kirche helfen. Und ich sehe all, das hat sich so gefällt, dass wenn der Stab reit wird zum 11. Wir können all das man kommen vor und genießen die Abend, was da wird. Und mit dem wird es hier auch dort beleven, wenn Dinge, was ich sage, die Schacke oder Dinge Licht kommen, was für die nicht so Licht wäre. Wird voll. So, denkt an, wenn jene deiner Vater auch amtlich wie viele Brüder und die Schwestern, die an der Arbeit sind, weil wir für die beten, dass der Herr seine Arbeit kann beschaffen, der ich end. Wir sind Gott seine Hänge, seine Feit, können wir vielleicht sagen, wie als Kinder Gottes. Und dort erst einmal, dort kriegen wir gehen alle in Gott, weil seine Arbeit beschaffen, dass der so wertvoll, wenn wir das erkennen, Gott schafft. Wir sind hier von dort getauft aus einer Gemeinde, aus einer Gruppe. Und die Gedanke ist, mein Gedanke ist, rübergegangen noch, was ist die Ursache, dass wir taub sind, oder fing wir dort, was der Herr sein Wille ist, wann wir taub sind als Gemeinde. Weil wir uns mal lesen in Vers, oder 2 Vers, was wir in 1. Petrus 2 fingen. 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Dort sind wir beschrieben, wer wir sind. Und es sagt hier, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Da ihr weil nicht ein Volk waret, nun aber Gottes Volk seid. Und weil nicht in Gnaden waret, nun aber in Gnaden seid. So wir sind ein überwählte Menschen. Wir können sagen, Gott, der hat Charakter, die überwählt für sein Volk. Des königlichen Priestertums. Heilige Volk. Das möchte ich von dort beschecken oder möchte uns wichtig sein, dass wir ein heiliges Volk sind. Wir erkennen dort, wenn da wo Sinn ist, wenn da wo Lehne sind, dann wo wir schwach. Und wenn wir können heilig sein, wir worden dat manchmal aan, dat we zijn voor bijna, hey, hier wil ik ruut. Ik zie voor bijna wat niet heilig is, so ik streng me aan de ruut. En so het is wichtig dat we een heilig volk zijn. Hoeveel weet is die dort, dat de kans deze gemeenschap heeft, wat je hier vandaag has, en de kerk te zetten met andere gläubigen top. Oder, wo heeft het maar een vraag gegeven, dat die Gläubigen sich nicht taub treffen wollen. Ich glaube, die können zu gehen, dass du die hast muss anstrengen, dann war nur die Kirche vor. Aber du hast dich dort danach gewählt, du wirst kommen. Dort, als die Christen von Jesus, nur Jesus, 300 Jahre nur an, dann wird eine Gruppe Gläubige in Antwort verfolgt.
So, de Everste, de keizer, die sieht, dat ik wel je lote Christ zijn, maar dat ze die bloos voor je alleen. Bloos voor je alleen. Du kannst für die persoonlijk gewoon Christ zijn, maar de verzameling wat je als gläubig hebt, die zijn je rein ganz auf. Er wordt even met een dood bestraft worden, wanneer je worden weer te verzamelen. Nou, wat dan nu? Hebben we gedacht dat irgendwer wordt komen en zeggen, mij en die dat einfach rein ons gelijk af, dat we ons worden kunnen te verzamelen? Wat we dan verspeeld hebben? Dat we je anders toch ook nog gaan. Ik mocht dat mij en die, dat nog meer wert wordt worden, dat we ons derven verzamelen als gläubige. En niet bloos derven, sondern hier, als dit bevel uitgegaan wordt, dat je kan dat we een einzelt, wo verdient alleen in Christ zijn, maar gemeenschap der we keine meer hebben met andere gläubigen. Dat de Ältesten bewegen, top te komen, en door even zich te vragen, nou, wat doen we dan nu met dit? Zie, zullen we dat democratische stap plus loslaten, dat vrijheid geven? Zullen we dat los? Zullen we dat zo staat toch laten? Dat we dan nu weer bloos voor alleen willen blijven? En dan dat zij dat betrachten doen, dan vingen zij dat is geen God zijn leer. Dat wordt God zijn woord waar spreken, wanneer zij today klaarheid willen komen. Zo zij deciden zich waar wieder, zij entscheiden zich wieder top te komen. Te beden, te zingen, te de boodschap te hebben. Zij worden zich wieder verzamelen. Ja, dat is wat het meende dat Christi Leib Christi, als een gemeinde is, hebben we een Leib Christi. En dat schafft niet, wanneer we bloos van ons alleen gaan. So, zij deciden zich wieder zich te verzamelen. Maar zij antwoord zij hard vervolgd. Hard vervolgd wordt end. Maar zij deden dat alleen wieder. So, hoeveel wird es meer die dat vandaag, dat we derven ze dit top komen? Schatz wie onze verzamelingen zijn nog. Ik geloof wie moeten wat doen de armen wie haar al veel. Dat is niet dat ik geloof wie haar niet. Ik geloof dat we dat wird vervingen, of dat de nächste dat wird vervingt, dat we ons top verzamelen doen, dan broekt de kracht dat wat we aan de verre al hier. Respect in het anderen. En bijzonder te God. Dat we worden respectvol zijn te God. En dan kan we een zegen zeggen. Ja, zoals ik zei, dat brukt nog een aanstrenging. Vielleicht dat even dat ik me dat zelfs aan mij go en vraag, als me dat wat wird? Als me dat werkelijk wat wird, dat we kunnen in de gemeinde zijn? En niet bestaat, wat zie ik? Wat zie ik voor de nächsten? Zo, dat is een mooie weg van dat te beschrijven wat het bedoelt wanneer Christus zich verzamelen. En ik ga vandaag een feier weer, wat ik dat wel een beetje bechecken. En het eerste is Christi Leib. Het tweede is Christi Braut. Het derde is Gottes bal. En het vierde Gottes Königreich. Zo, wel we maar wat nemen Christi Leib. En dat wij uit Pfizer 1 wat vers uitnemen. Christi Leib, Christi Charpa kunnen we zeggen. Pfizer 1 vers 23 mal wir werden uns den mal lesen. Welche da ist sein Leib? Welche da ist sein Leib? Sein Körper. Nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllt.
En vi går nu nog terug van 15 vers waar we wieder lesen. Paulus die schrift hier an Epheser. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Vernehmen jullie hier? Hij heeft den Glauben gehört und hij heeft gehört von der Liebe, wat zij hat zu alle Heiligen. Höre ich nicht auf, zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis und erleuchtet die Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eurer Berufung und welche sei der Reichtum seiner herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. Und welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christus, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alles, welche da ist sein Leib. So, wir fingen hier, dort hat uns die Hoffnung, was wir haben, durch eure Berufung. Du und ich, wir sind berufen, an diese Hoffnung zu leben. Was für eine Hoffnung? Na, ans Jesus, ans Gott, der die Macht hat gehalten, er hat Jesus vom Tod abgeweicht. Wo können du und ich von Dorge uns sei? Was für eine Hoffnung, ja, wie von Dorge hat, durch dem, dort wie dort berufen sind. Und der Reichtum seiner herrlichen Erbes bei seinen Heiligen. Mir so, hier wird sehr viel Bahn an das Vers, an diese Hoffnung, welche da sei die Hoffnung eurer Berufung. Dass wir dort erkennen können, in wenn du und ich an Troubles näher kommen, an Bedürfnisse näher kommen. Wir haben eine Stadt, wo wir hingehen können. Wir haben in Jesus, was für uns kehrt, für uns sorgt. Und wir haben in Gott, der alle Macht hat. So, du und ich, wir dürfen nicht von dem sein, was nicht Hoffnung haben. Sondern wir haben eine Hoffnung, wofür wir leben, oder woran wir leben. Wir lassen uns nicht entmutigen. Ja, wir kommen manchmal an Prüfungen an, wo wir gar nicht weten, wofür war ich. Ist es an Natürliche? Ist es an uns Physische? Wir kommen vielleicht an, wo wir an Angst kommen, was man uns passiert. Wo immer wir näher an kommen. Wir haben eine Hoffnung, da ist ein Allmacher, da ist ein Gott, der uns berufen hat, an die Kraft zu leben. Dort unsere Hoffnung ist, dort wir seine Kraft haben. Dort er über uns ist. Wir lassen uns von nichts durchlohnen. Wir lassen uns von nichts den Mut wegnehmen. Den Mut, wo wir laatst eine Botschaft hier von Pana, ja, den Nummer ist mir nicht ganz klar. Ist Leandro? Nee, Fernando. Anyway, den Mut, wo ich von reden deed. Haben wir einen Mut? Ja, wir haben einen Mut, durch diese Berufung von Jesus. Dat wir in die Kraft leben sollen, was er uns anbietet hat. Wir dürfen nicht ohne Hoffnung sein. Wir haben Hoffnung. Und das Scharpe zu sein, das ist so wertvoll, dass wir können, jeder einer, das Glied, was du bist, als du die Hand bist, als du die Fout bist,
dat Uhr, wat immer du van Glied bist, du bist an deze Allmacht angeknackt. En wie derven van deze zijn wat de hoopning ha. Weertvol en wat God ons heeft neergeroopt. Dat is zijn welle, dat we aan deze hoopning zijn. En die hoopning wordt. En weet je, een hoopning, wat is hoopning? Mij heeft het woord gemaakt, maar even nadenken. Wanneer ik een leven je hoopning ha, dat is een beetje zoals wanneer ik dat weet, hij wordt me helpen. Ja, ik zie zonder zorg. God wordt helpen. Dat heeft hij ons beroepen, dat we in deze hoopning kunnen zijn. 19. Vers. Und welche, da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke. So, dat is zijn Leib. Wir sind zijn Leib, wir sind zijn Körper. En du und ich, wie der wir in dieser Kraft leben. Ons Ansicht trösten. Jo, wie kommen noch manchmal bei dort, wie antworten, ein und andere, hij weet niet hoe ver wij. En met dit probleem wat we nu hebben, of deze opgave wat we nu hebben voor ons, nou, dat weet ik niet hoe. En dan komt de nächste en zegt, ja, ik kan zijn niveau. En door met hulp voor ons. We zijn niet alleen, sondern we zijn taub. En we kunnen ons om zich helpen, ver weg te gaan. Dat is dus die Leib Christi. Schaffen dit. Goed, we gaan naar Christi Braut. En dan hebben we door. Wat is Christi Braut? Wer is dat? In smak het beeld. Dat we dat zijn maken, ons mensen. En wanneer we naar een bruid checken, dan checken we naar deze half, joh. Maar ik heb je mannen in deze geval, dat we ons dit ook aannemen, dat we zijn alle taub zijn wie Christi Braut. En wat is een bruid? Wat is een bruid? De brigom, wanneer zich een bruid vriedt, dan neemt hij ervaart something van haar. En zo deed Jezus ook van ons. Jezus die wil ook van ons. En wat wil hij van ons? Hier is een geschichte, een begebenheid, wat hier is van een dokter. Hij denkt om zich bevrijen, hij heeft een bruid. En hij wil zich bevrijen. Hij is verloofd met een rekkervormer zijn dochter. En nu brandt deze rekkervormer zijn habengoed ganz weg. En dan, door kan je dat chance geven, niet? En over deze bruid, dus de moeder daar weer, die bruid, zij kregen ook nog een goede, of goede habengoed met, want ze zich bevrijen deed. Maar deze bruid, die kun je niet metnemen. Zo, er is een tante die vraagt haar vielleicht een beetje spettig, en toch ook een beetje medelijdig. Vraagt ze deze bruid, nou, wat brengt u dan aan die kaas neer, aan die eigen neer? Wel, zegt ze, alles wat mijn brigom gezegd heeft, dat wat ik kan brengen. En wat staat? Ik breng hem een onbevlekten lijp, een reine körper. Ik breng hem wel je heen. En ik breng hem een truut gemiedt. En dat is wat ik brokken deed toen ik lekker die eigen had. Zo wat hij doet en ik, wat brengt wie Jezus? Want we denken aan dat we zijn bruid zijn. Wat brengen we aan? In dit challenge ligt alle vragen. Wat brengen we aan? In Offenbarung 21, Vers 2, da haben wir wie eine geschmückte Braut ihrem Mann
so sehr wie ihr schmeckt. In mir ist das ein schönes Bild. Wir als Menschen, wir finden uns manchmal unvollkommen. Aber was verlangt Gott mehr von uns, als wenn wir ein gebrochenes Hort haben, was nur arm sicher geht, was wirklich traurig sehen wollen, wir leben nicht gleichzeitig, wo ein Leines oder ein anrennt. Wir leben doch nicht gleichzeitig bei. Wenn wir uns dabei finden, dann gehen wir und dann waschen wir uns. In der Jesus in der Radung, tja wie eine reine, tja wie eine unbefleckte Charpe Haar. Wir denken jässlich. Wie der wir rein sein, wo Jesus sich konnte freien für uns, die wir seine Brut sind. Gottes Bau. Weil wir uns Epheser 2, Vers 19 und 20 lesen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, der Jesus Christus der Eckstein ist. Gottes Bau. Ja, wir denken an Gott, der büht. Gott büht seine Gemeinde. Und wir sind von da ein von da. Jeder einer ist ein Port, und jeder Gläubige ist ein Port an das Bü, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Was macht uns denken, wenn Jesus Christus der Eckstein ist? Zum Beispiel, ich sehe eine Teil, du bist eine Teil, wenn wir denken an das erste einmal der Häuser gebaut wurde, von Teilen abgemäht. Wo würdest du die gefeilt haben, als eine lebende Teil, wenn du wirst der Argestein, dort wird ein bisschen weg, ein bisschen Ursache. Wo würd ich mir gefeilt haben, an den Bü näher gebaut worden? Wie wirst du gleich, wann er wird anfangen zu sinken, in unser Teil wird anfangen zu brechen? Aber nee, Jesus Christus ist der Argstein, und der wird nicht sinken. Wenn du und ich ab den Argstein gebaut sind, dann der wir nicht Angst haben für sinken und verbrechen. Nee, dann sagen wir sicher, die Grund ist sicher. Gottes Bau. Gottes Königreich, Kolosser 1, Vers 13. Kolosser 1, 13. Welcher uns errettet hat von der Übrigkeit der Finsternis. Hier dort. Gott hat uns gerettet von der Übrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Gott hat uns gesagt in das Reich seines lieben Sohnes. Was finden wir an Jesus? Finden wir doch nicht eine Unangenehmheit an ihm? Jesus, er hat eine Liebe zu uns, er hat einen Sinn, uns zu raten, uns zu helfen, wenn wir im Schicksal sind. Er will uns glücklich machen. Und an dort direkt hat Gott uns Nein gesagt. Und jeder Bild ist Jesus Christus der Herr. Jesus ist der Direktor. Er ist der, der verabschiedet. In Jesus ist der, wo wir das wirkliche Leben empfangen. So, wenn wir unsere Arbeit, die wir alle Tag tun, unsere alltägliche Arbeit, das ist eine Arbeit, die wir tun. Aber das wird zu ladig sein, wenn wir die Arbeit bloß ladig für uns tun. Weil wir Jesus dabei haben, weil wir Jesus als uns Direktor haben, als unser, der wir verabschiedet, er ist der, für wen wir leben. Und dann können wir die Arbeit mit Schenken tun und wir können die aufrichtig tun. In 1. Petrus 3, Vers 8, da finden wir auch einen Befehl, wo wir umgehen sollen mit den Nächsten, oder was unsere Herzenseinstellung soll sein. 1. Petrus 3, Vers 8. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, freundlich. Und nein, der Vers
vergeltet nicht Böses mit Bösem. Wohin würde hier sein zu uns von Dorge? Niemand vergeltet Böses mit Bösem. Oder Scheltwort mit Scheltwort. Wie findet ihr das aber? Auch man Gläubige, dass wir kommen an bei jemandem Druck nehmen, wo uns hier an versucht wird. Und dann ein Scheltwort, well, das ist vielleicht manchmal dort nicht unbedingt so zornig kommt das Scheltwort, aber wir sind empfindlich und dann nehmen wir das an als ein Scheltwort und dann fallen wir nur träge reden. Und dann fängt es an, je viele Tiere wird so weiter tun. Und das ist aber nicht so stot, sondern dagegen segnet. Und wisset, dass ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbet. Wertvoll. Mein Nächster, der ist durch zu berufen, dort wird die Segnungen empfangen. Dort hat Gott ihn berufen. Wo wir ihn dann nu hart behandeln oder dumm sein? Nee, da haben wir uns sehen. Wo fängt es an, das Gleichgesinnt zu sein? En ans Hort. Matthäus 12, 34. Was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus seinem guten Schatz des Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. So, was haben wir an dem Hort? Was haben wir da benen? Guten Schatz des Herzens. Was haben wir dann guter Schatz kriegen? 1. Petrus 3, Vers 10. Denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht trügen. So wie kennen da was mit tun, aber das werden wir klar haben. Jesus ist uns Direktor, er ist uns vorabgegangen. Und wir brauchen das, wir wollen mit ihm bekannt sein, omdat wir weiter wollen handeln. 1. Petrus 4, Vers 8. So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet, vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Ich sehe hier nicht denke, die Liebe deckt auch der Sündenmenge, wie Menschen wie machen Fehler, wo in da wird, das ist echt, dass wenn sie geboren sind. Ich glaube nicht an, dass wenn wir weiter Jahre lebt ein Sinn, die wirklich anerberechtigt Dinge, dass wir dort plötzlich alle toedenken und niemand von reden. Ich glaube, wir sollen damit schaffen. Aber ich glaube, was ich hier meine, dass, wenn die Nächste seine Fehler, Nächste seine, können wir sagen, Antugende, die wollen nicht bloß für zu allem sagen, nee. Denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Das ist ein Teil von Afterreden. Was braucht wir da nu? Wenn wir nu uns das so durchdenken, wir leben hier als Kinder Gottes, wir leben als Söhne, die berufen sind, und die Hoffnung, wo die alle Kraft ist. Wir sind nicht von denen, die hoffnungslos stehen und sie denken, nu weiß ich nicht wieder, nu ist alles ut. Nee, von denen sind wir nicht. Wir sind von denen, wo die Hoffnung ist. Und wo wen? Jesus Christus. Gott, der Jesus Christus. Sind wir von denen, die keine Hoffnung haben. So, was ist das, was wir uns eiwit kennen? Kann ich ein paar Dinge abgetekent. Gesunde Kommunikation zwischen Geschwistern fordert eine gute Beziehung mit Gott. So, wenn du und ich eine gute Kommunikation haben zwischen uns als Geschwistern, dann braucht das auch, dass wir eine gute Beziehung haben mit Gott. Eine gute Verbindung mit Gott. Noch ein gutes Miteinander als Geschwister, da braucht wir uns Liebesbeweise. Zu dit, dann können wir nicht zu lang uns bloß wo allein abholen oder können wir sagen, zu lang den nächsten bloß ganz Tag lassen, um ein gutes Miteinander zu sein als Gemeinde, dann braucht es, dass wir
bewijzen doen aan de nächsten. En einiges besonders, wanneer we hem treffen, dem de hand reiken, in dem een goede dag wensen, dem wat goede wensen, ja, dem zenen. Even wie dem nächsten al bloß de vriend niet de hand reiken, dat is al een zeen. Ween, hoeveel anderen, wanneer we dem bloß uit de stich gaan, wie checken dan niet meer aan. So wie zijn er als een schofbaan en de nächsten kan de vriend niet de hand reiken, en wel we dem ook een zegen wensen. Een goede communicatie fordert een rij zijn onze verschiedenheden durch te reden. We denken verschieden veelmaal. We kunnen daar weer een zin zijn, ja. We schaffen dan aan dat we dem eine zin zijn, we willen wat God wil, maar we denken maar verschieden. En zo dat brukt dat we rij zijn, de verschieden, dat wanneer we verschiedene dingen aankijken, dat durch te reden. Een gezonde communicatie fordert een openheid, dat we op zijn een zum anderen. Dat brukt manchmal een aanstrengung. We zijn gewoon alle vanzelfs dat we allemaal op zijn. Wanneer we hem treffen, dat we unbedingt allemaal veilen zijn met den spazieren. We veilen manchmal zo, daar bloß voorbij gaan. Maar dat brukt dat we op zijn, een zum anderen. In onze lijf Christi wel we dat ook zijn. Wel we ons aanstrengen, wel we leren ons veel te schatzen. We hadden die alleenheid. We hadden een gemeente. We kunnen vandaag nog taub zijn. We durven niet aan een vervolging lijden, wanneer we ons weer taub treffen, sondern we kunnen vandaag nog taub zijn en wel we ons leren te schatzen. Dat is gewoon een ding wat selbstverständlich is. Dat brukt een aanstrengung, leef ik dag voor dag. En ik zei groot, waar we leren. Nou, dat heet zich vielleicht zo nu wel omvangen te leren. Dat is niet mijn mening. Wel we bloß dan staan even wo we dat te selbstverständlich genomen hebben, wel we ons opmunteren en ons leren veel te schatzen. We hebben ons vandaag nog als medmensen en wel we ons leren veel te schatzen. Wel we beden. Ik vraag naar opstonden te beden. Gerechter, wijzer Gott en voor dem Himmel. We komen voor die met een dankbaar hart en denken even nu, hoe rijk we zijn. En dem dat u ons gewild hast. Dat u ons erwild hast om dat we kunnen in dit leven, dat we die hebben, dat we die der we kunnen leren in de grote kracht. Die kracht over alle kracht. Dat der we met bekend worden. En dat der we met leven. En wanneer we aan bedürfnissen neerkomen, wo we verzacht worden. We zullen ons gleiche te zeggen, dat nu is alles uit. Oder, dit wordt niet schaffen. Wie der van deze wordt door een hoopning kunnen zijn. En die levende hoopning, dat door is einer, en dat is du, die wordt zich met alles weten. Wat immer we beginnen, dat bist du der hinger, en du hast de kracht, die willen dat die wel passeren wordt. Haar dankzij dat we daar van deze zijn. In mijn gebed is haar dat u in iedereen een was. Deze hoopning opwaken waar die aangeslopen is. We zouden gelungen hebben deze doel te brengen. Dat die was te opwaken en dat we alle worden. En deze kracht vasthouden. En die hoopning. En bij haar, we zijn ook, hoe wichtig dat is, dat we als gelovigen, wo immer we op een dag Fehler maken, dat we in zin geboren zijn, dat we ons door een heil doen, en dat we worden, kunnen in een reine, scherpe, een reine hart, die geven, wanneer du komt, die bruid, die we vandaag zijn, wanneer du was komen te holen, dat we worden rijk zijn, en dat we worden dat zijn haar, wat du van ons was. We beden dit met dank en die noemen. Amen.